Also kurz gesagt, was ich Ihnen zeigen möchte, sind 3 Punkte, die gute Strukturen ausmachen. Und die 3 Punkte auch dann versuchen zu beweisen und zu belegen. Der erste Punkt ist, wenn wir Elemente haben, die wir auflisten, dann sollten die gleichartig sein. Die erste Forderung, gleichartig. Das ist ganz schön schwierig. Gleichartig heißt, Sie haben, wenn Sie sagen, Vertrieb, Produktion, Einkauf, Kosten, Logistik, das stimmt nicht? Weil Kosten passt nicht in diese Funktionsliste rein. Wenn Sie sagen Äpfel, Birnen, Tennisschläger, Kirschen, klappt nicht. Da ist nicht gleichartig. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, um Strukturen überhaupt zu verstehen, ist, dass sie gleichartig gemacht werden, die Begriffe. Das ist ganz schön schwierig schon. Wenn Sie mehr als 4 oder 5 haben, ist ganz schön schwer, das hinzukriegen. Es sei denn, es sind Regionen oder Länder oder Produkte. Das ist einfach. Hamburg, München, das ist kein Problem. Aber wenn Sie jetzt verschiedenartige Dimensionen haben, also Sie haben eine Funktionsdimension, eine logistische, Sie haben verschiedene Dimensionen, ist es sehr, sehr schwierig mit der Gleichartigkeit. Die zweite Forderung ist, dass es überschneidungsfrei ist. Überschneidungsfrei heißt jetzt disjunkt, also mathematisch gesehen Mengenlehre disjunkt, also 2 Mengen, die sich nicht überschneiden. Das ist sehr, sehr schwierig. Das wissen Sie auch, wenn Sie Diplomarbeiten, also Studienarbeiten in letzter Zeit geschrieben haben. Die Professoren, die meckern immer eine Gliederung drum und das ist meistens überschneidungsfrei das Problem. Wenn die Dinge sich überlappen. Nicht? Sie haben Personal und Sie haben Kosten. Jetzt, wo sind die Personalkosten? Sind die jetzt beim Personal oder sind die beim Kosten? Sie haben in der Schweiz spricht man von der Ostschweiz und in Westschweiz und Mittelland. Ostschweiz, Westschweiz, wenn Sie haben Ostschweiz, Westschweiz, ist zunächst mal eigentlich Ende. Ja? Und solche Strukturprobleme sind oftmals auch der Grund für das schwierige Verständnis, weil einfach die Strukturen nicht richtig stimmen. Also das ist überschneidungsfrei, ist oftmals schwierig. Ich habe jetzt gerade mit diesem Baukonzern zu tun gehabt, mit diesen Bauanträgen. Da stand Projektname, Projektleiter, Projektvolumen, Projekttermine, Projektziele, Projektkosten, Projektergebnis und sowas. Ja? Also irgendwie, das geht doch nicht, stimmt doch nicht. Was stimmt nicht, machen wir seit 15 Jahren. So, nein, wenn da steht Projektziele und Projektergebnis, die beiden sind hoffentlich nicht überschneidungsfrei. Das heißt, das kriegen Sie nicht hin. Also wenn Sie das ausfüllen, das Formular, gibt es immer Konflikte, weil zwischen den Zielen und Ergebnissen mit Sicherheit Abhängigkeit da ist. Verstehen Sie, was ich meine? Das hat sehr viel mit auch einer Bereitschaft zu tun, Dinge auch strukturell sauber zu durchdenken. Also wenn Sie Produktgliederungen sehen, Abteilungsgliederungen, Sie kennen die Probleme, die da auftreten können, auch Inhaltsverzeichnisse richtig zu gliedern, ist oftmals ein Problem. Der letzte Punkt, der dazugehört, der heißt erschöpfend. Der letzte, also gleichartig, ist der erste, überschneidungsfrei, erschöpfend. Das heißt, wenn ich ein Thema bearbeite, dann sollte ich auch an alle Aspekte gedacht haben. Nicht? Also erschöpfend heißt, wenn das Thema heißt, meinetwegen Risikomanagement, dann kann ich das nicht in einer halben Stunde abarbeiten, weil ich da vielleicht eine 3-semestrige Vorlesung bräuchte dafür, um Risikomanagement. Ich könnte höchstens sagen, Risikomanagement unter einem besonderen Gesichtspunkt bei uns in der Firma und so weiter. Verstehen Sie? Also die Themen müssen sich mit dem Inhalt irgendwo auch decken. Sonst wird eine Erwartungshaltung erweckt. Oder wenn Sie eine Länderliste haben, nicht Europa zum Beispiel, Sie sagen Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland und so weiter, da muss immer eine Position haben, sonstige, wenn Sie nicht alle 35 Länder bringen. Nicht, damit es auf 100% aufgeht, sonst fehlt immer, das ist auch so ein Ding, wenn Sie so diese Top 10 und Top 5, gibt es manchmal so Rankings und sowas. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass dann immer auch die restlichen noch da sind, um zu beurteilen, wie relevant sind denn diese Top 10 im Verhältnis zum Rest. Das ist das Ergänzen auf 100%. Deswegen ist die Position sonstige immer gut, bei jeder Gliederung. Dann geht es immer automatisch auf 100% auf.